So, herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Webinar zusammen mit Lea und Sebastian von Natsana und einem unserer Paradebeispiele an Kunden im Bereich E-Commerce. Das Thema, was wir uns ausgesucht haben, ist Hypergrowth im E-Commerce, wie Natsana dank schlanker Prozesse in der Administration mit ihrer rasanten Skalierung mithält. Ich bin Sebastian, ich bin einer der zwei Co-Founder von Contract Hero und wir sehen gerade, dass der Raum an Teilnehmern sich füllt. Deswegen würde ich jetzt hier noch ein paar Sekunden geben, dass noch weitere Teilnehmer dazukommen und dann starten wir durch. Wir haben 45 Minuten angesetzt für das Webinar. Das kann ich schon mal, glaube ich, vorwegnehmen. Davon machen wir zu Beginn erstmal eine kurze Vorstellungsrunde, damit Sie alle wissen, wer hier im Call ist und wer vorträgt. Dann werden wir eine Intro zu Natsana machen. Dafür würde ich vor allem an Sebastian übergeben. Und danach sprechen wir ein bisschen detaillierter zum Thema Skalierung und Administration. Das übernimmt dann hauptsächlich Lea. Und danach fassen wir nochmal zusammen, ein kurzes Wrap-up zur gesamten Session. Und wir planen, dass wir am Schluss nochmal circa 10 Minuten blocken, 5 bis 10 Minuten für Q&As, also dass Sie alle noch Fragen stellen können, direkt an die Teilnehmer und auch an mich. Wobei es auch immer die Möglichkeit geben wird, im Nachgang noch Fragen an uns zu richten. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir starten mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Ich mache gerne kurz den Start. Ich bin Sebastian, einer der Co-Founder von Contract Hero. Contract Hero, wir machen digitales Vertragsmanagement speziell für kleine und mittelgroße Unternehmen und sorgen dafür, dass Verträge managen endlich einfach, intuitiv und übersichtlich wird. Wir machen das seit circa 2 Jahren, haben das Unternehmen in Berlin gegründet, sind ein komplett Remote-Team, was, glaube ich, normal ist, wenn man mitten im ersten Lockdown ein Unternehmen gründet und sind auf starkem Wachstumskurs. Und mit Natsana haben wir einen unserer früheren Kunden, mit dem wir jetzt auch mittlerweile eine sehr gute Beziehung aufgebaut haben, konnte sie ja auch vor die Kamera zerren heute. Und deswegen würde ich in diesem Sinne gerne abgeben an dich, Lea. Ja, danke schön. Genau, mein Name ist Lea Kjærmann. Ich bin jetzt seit ein bisschen über einem Jahr bei Natsana. Ich bin die Assistentin / Referentin vom CFO. Sprich, ich bin so ein bisschen seine rechte Hand und unterstütze ihn. Er hat unter sich die Themenbereiche eben Administration, Finance, HR und Office Management und IT. Und in all diesen Bereichen greife ich ihm eben unter die Arme, wo es Projekte gibt, die ich dann durchführen kann. Prozessoptimierung, Einführung von Tools im administrativen Bereich zum Beispiel. Da habe ich häufig die Implementierung mit geleitet oder gehe da eben auch auf die Suche, wenn wir sagen, da bräuchten wir neue Tools und führe da die Gespräche. Und ich bin eben bei Natsana dazugekommen. Da war die Entscheidung für Contract Hero gerade gefallen und durfte das dann eben bei uns auch mit einführen. Genau. Super. Perfekt. Genau, hi, ich heiße auch Sebastian. Ich bin jetzt mittlerweile 1,5 Jahre bei Natsana. Das heißt, ich habe eigentlich den Anfang von Natsana auch teilweise miterlebt, wo wir noch 30 Mitarbeiter ungefähr waren. Mittlerweile, seit Januar diesen Jahres, führe ich das Performance Hub Team. Warum? Ich hatte 4 Jahre bei Amazon direkt gearbeitet im E-Commerce-Bereich. Vor allem im Bereich Marketplace, habe dann hier bei der Natsana auch erstmal das Thema Amazon übernommen, weil der Hauptanteil des Umsatzes auch über Amazon läuft. Dazu kommen wir auch später und genau und seit Anfang des Jahres führe ich mit meiner Kollegin Franziska Pförtner gemeinsam das Performance Hub, worunter eigentlich Online-Marketing und die Online-Vertriebskanäle zählen. Super. Danke für die kurze Vorstellung. Als nächstes, und da kommen wir, glaube ich, genau zu deinem Thema, Sebastian, geht es darum, erstmal vorzustellen, was macht eigentlich Natsana? Weil Natsana, die Gesellschaft an sich, die kennt vielleicht nicht jeder, aber wenn wir jetzt gleich zu den Marken kommen, die Natsana aufgebaut hat, da wird es bei dem einen oder anderen sicherlich klingeln. Genau, wie du schon richtig gesagt hast, Natsana selber präsentiert sich nicht den Kunden gegenüber, sondern wir haben 3 Marken.
die unter Natsana laufen. Das ist einmal Naturelove, Natural Elements und Fear Natural. Wie entstanden die Marken? 2016 war Nahrungsergänzungsmittel der Nahrungsergänzungsmittelmarkt war ja noch eine Nische, war bekannt aus den USA, da sehr stark vertreten und auch bei Kunden gern gesehen und gekauft, aber in Deutschland absolut noch nichts vorhanden hier in Deutschland. Dementsprechend hat ein Gründer, Frank Spiegel, eben Naturelove gegründet und dann Robin Hempel hat Natural Elements gegründet, ja, mehr oder weniger zeitgleich und haben die Marken auf Amazon, das sind reine Amazon-Marken gewesen, entwickelt. Man sieht dann auch schon, 2018 kam dann noch eine weitere Marke hinzu, Fear Natural. Da hatte Frank Spiegel, das war die zweite Marke von Frank Spiegel, vor, ein bisschen Natural Elements anzugreifen, weil Natural Elements schon, sagen wir mal, ein stärkeres Wachstum gesehen hat auf Amazon und Fear Natural wurde dann so positioniert, da ein bisschen Natural Elements auch anzugreifen. 2019 ist dann Naturelove auch in eine andere Schiene gelaufen, so ein bisschen Multi-Channel-Ansatz in klein, dass man nicht nur Amazon bespielt, sondern dann halt auch in den stationären Handel geht. Und so wurden ein paar Produkte dann auch bei DM eingelistet. Wo dann noch weitere Einzelhändler hinzukamen, wie zum Beispiel Rossmann, Edeka und Rewe, wo wir aktuell vertreten sind mit Naturelove. Wie gesagt, leider auch nur mit einer kleinen Auswahl, komme ich auch noch zu später. Und ja, 2020 hat ja dann Natsana sozusagen die 3 Marken aufgekauft, unter ein Dach gebracht und da ging es dann wirklich darum, die 3 Marken zu skalieren. Und wo in dem Prozess sind wir eigentlich jetzt seit 2 Jahren ungefähr, wo wir eine Basis schaffen und auch einen Projektplan bis Ende 2024, 2025 jetzt erstmal die Marken dann auch zeitgleich hochzuziehen, beziehungsweise allgemein unter Natsana groß aufzusetzen, um weiterhin unsere Position im Markt eben zu behalten, beziehungsweise sogar zu vergrößern und dem ganzen Thema Nahrungsergänzungsmittel ja, einen neuen Touch zu geben in Deutschland. Und ja, mittlerweile, wie ich schon gesagt habe, vor 1,5 Jahren waren wir um die 30 Mitarbeiter, mittlerweile sind wir an die 140 und wachsen stetig. Ja, und haben auch dieses Jahr mit Internationalisierung angefangen. Wie schon gesagt, wir haben ja die 3 Marken Natural Elements, Naturelove und Fear Natural. Davon belegen eigentlich ja die meisten Produkte auch die Bestseller-Kategorie auf Amazon. Kannst gerne auf die nächste Slide weiter. Genau. Top-Produkte, vielleicht kennt ihr die auch selber, weil ihr die selber nutzt. Das ist Vitamin D3, Vitamin D3K2. Das ist so typisch dieses Sonnenvitamin, was man im Winter benötigt, um auf Trab zu bleiben, beziehungsweise ja, nicht in ein Loch zu fallen. Und Kurkuma-Extrakt ist auch einer unserer Top-Produkte, weil das für die allgemeine Gesundheit natürlich hilfreich ist. Und da haben wir ein riesen Portfolio und ja, sind stark vertreten eben auch in der Bestseller-Kategorie. Wie ihr seht, letztes Jahr haben wir sogar knapp 5 Millionen Einheiten verkauft. Genau. Vielleicht noch um weitere Zahlen um euch aufzuzeigen. Wir haben aktuell 3 Marken. Vielleicht liebäugeln wir auch mit einer 4. Wer weiß, was da noch alles kommt in Zukunft. Wir sind der größte Anbieter nicht pharmazeutischer OTC-Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland. Wie schon vorhin auch gesagt, wir sind auf Amazon die Nummer 1 bisher. Und mit Naturelove sind wir auch erfolgreich in führenden Vertriebsketten, wie vorhin schon auch ein bisschen aufgezeigt. Mittlerweile auch über 100 Mitarbeiter, wo ihr auch einen Überblick auf der nächsten Slide seht. Ja, top. Jetzt aber zum Hauptthema, und zwar unsere E-Commerce-Strategie, beziehungsweise unser Fokus bei Natsana ist wirklich der Online-Bereich.
Das sieht man auch auf der Slide ganz gut, weil wir bisher nur mit Naturelove auch im Retail vertreten sind, also im stationären Handel. Alle 3 Marken sind auf Amazon, auch nur in Deutschland bisher vertreten. Natural Elements haben wir zumindest mit der Internationalisierung angefangen. Warum das so wichtig ist, komme ich auch gleich noch drauf. Ansonsten haben wir bisher nur bei Naturelove einen Multi-Channel-Ansatz. Ich nenne das jetzt auch nur Ansatz, weil wir weit entfernt davon sind, auch wirklich eine Multi-Channel zu bespielen. Wir haben einen Shopify-Webshop, der relativ gut läuft. Leider in der Vergangenheit jetzt auch nicht so priorisiert wurde, sondern halt die meiste Kapazität in Amazon gelaufen ist und wir eben natürlich auch den stationären Handel haben. Was passiert dieses Jahr? Dieses Jahr werden wir mit Natural Elements auch den D2C-Ansatz fahren. Bedeutet, wir werden da auch einen Webshop launchen gegen Herbst, Ende des Jahres. Da ist halt unser Ziel, wirklich auch die Customer Journey und Customer Experience in unserer Hand zu haben. Amazon wissen wir, Kundendaten sind fast nicht vorhanden, beziehungsweise können nichts damit anfangen, weil Amazon die geschlossen hält. Daten ist key heutzutage, um halt den Kunden auch besser und individuell ansprechen zu können. Wir wollen auch jeden Kunden die bestmögliche Experience bieten. Dementsprechend ist der Ansatz D2C und Webshop. Was zusätzlich kommen wird, zeitnah wird auch ein Relaunch für Naturelove sein. Grund dafür ist, weil wir einfach, wie schon gesagt, wir wollen einen individuellen Ansatz haben. Wir wollen die Kunden wir wollen den neuen Lifestyle aufzeigen, ein bisschen neue Welt der Nahrungsergänzung aufzeigen, wie das ein Teil des Lebens sein kann und das Leben eben auch verbessern kann und die Gesundheit. Und da hilft uns einfach die Commerce Cloud von Salesforce extrem, weil wir da stark in diese Individualisierung gehen können. Das heißt, wir die komplette User Experience auch anpassen können, wie wir das gerne hätten mit Loyalty-Programm etc. Und natürlich wollen wir die Kunden in unseren Shop leiten, damit wir da auch einfach einen direkten Approach haben, beziehungsweise in den Austausch kommen können mit dem Kunden. Hilft uns natürlich langfristig auch, Produkte zu launchen und unser Produktportfolio zu erweitern. Der Ansatz, wie wir in Zukunft dann auch über die nächsten Jahre skalieren und stark wachsen werden, ist einmal dieser Multi-Channel-Ansatz, den ich gesagt habe. Das heißt, wir werden auch den stationären Handel erweitern. Das gestaltet sich ein bisschen schwierig, wie wir die Produktportfolios voneinander trennen, weil aktuell ist das Produktportfolio gleich im stationären Handel und im Online-Bereich. Das wollen wir ein bisschen aufsplitten, weil wir einfach einen anderen Kundenstamm haben im stationären Handel wie im Online-Geschäft. Trotzdem Multichannel, warum? Präsenz. Wir wollen einfach überall vertreten sein, wo unser Kunde theoretisch auch unterwegs ist. Wir wollen ihn überall abholen können, wenn er gerade sich denkt, oh, eigentlich bräuchte ich einen D3K2, bin aktuell unterwegs. Entweder ich kaufe es über Mobile, über mein Handy online oder ich gehe kurz in der Apotheke oder in der stationären Handel, DM oder sonst was, um da schnell ein Produkt zu kaufen. Das heißt, egal wo er ist, soll er möglichst die Möglichkeit haben, sein Produkt zu erhalten. Und im besten Fall auch jedes Produkt, was er gerne hätte. Genau, deshalb wird es da auch weitergehen, bedeutet zeitgleich, wir müssen auch neue Kanäle bespielen. Also Amazon ist ja ein Marktplatz, es gibt aber weitere Marktplätze, auch wenn wir diesen Kontext Internationalisierung angehen. Ich bin bald im Urlaub in Italien, heißt, vielleicht geht da mein Vitamin D3K2 aus und hätte dann vor Ort Lust, mir Neues zu kaufen, weil ich es unbedingt benötige, oder Vitamin C. Sind aber aktuell dort nicht vorhanden, höchstens nur mit einer einzelnen Produkten auf Amazon.
Das bedeutet, wir müssen schauen, wie können wir den international uns richtig aufstellen. Das heißt, wahrscheinlich ist die Skalierung über Marktplätze der einfachste Weg und halt über den eigenen Webshop, so dass wir dann die Möglichkeit haben, auch Kunden international zu beliefern und auch dann in der Landessprache den Webshop aufzusetzen, etc., dass wir da auch erreichbar sind und zukünftig auch stationär auch unsere Produkte kaufen können. Deshalb das ganze Thema neue Kanäle, was wir bespielen müssen. Brands allgemein. Aktuell sieht man, oder auf der Slide davor hat man gesehen, dass die Brands sich sehr ähnlich vom Design, also noch eins weiter vor, genau. Also da sieht man auch, dass die Designs sehr ähnlich sind. Und auch wenn man auf Amazon geht, dass viele versuchen, unsere Brands auch zu kopieren. Dadurch, dass wir halt Bestseller sind auf Amazon oder die Nummer 1, sucht man uns halt natürlich als Vorbild und dementsprechend werden die Marken auch, wenn jemand versucht, neu in den Markt einzutreten, werden unsere Marken kopiert. Das bedeutet, wir müssen da schauen, dass wir uns abheben, neue USPs etablieren, ein neues Packaging, einfach eine komplett neue Experience. Da sind wir aktuell auch dabei. Natural Elements wird auch der neue Shop schon im neuen Design entstehen. Also lasst euch da überraschen. Und Nature Love sind wir auch gerade dabei, da einfach ein Rebranding zu gehen. Genau, vielleicht nochmal zurück zur E-Commerce-Strategie. Da ist es einfach wichtig, sich auch abzuheben von den anderen Marken und da sind wir auch gerade intern dabei. Wir sind nicht unser mittlerweile 140 Mitarbeiter. Wir haben da ein Riesenteam aufgebaut, ein riesen Knowledge und Wissen in die Firma reingeholt, um genau diese Marken so aufzusetzen und auch zukünftig dieses Wachstum mitzubringen oder auch fokussieren zu können. Und dann im letzten Punkt auch Know Your Customer. Ja? Also auch wieder dieses ganze Thema Webshop. Warum Webshop? Wir haben viel mehr die Möglichkeit über Chatbot, über andere Möglichkeiten, Loyalty, einen eigenen Account, über Newsletter haben wir viel mehr die Möglichkeit, unseren Kunden abzuholen, individuell anzusprechen, zu fragen, was wollen unsere Kunden eigentlich? Warum kaufen die Kunden bei uns? Woher kommen unsere Kunden? Was ist vielleicht auch eine Abbruchsrate oder was führt zu einem Abbruch? Was die meisten Webshops oder Marken auch total vergessen nachzufragen in deren Umfrage. Ja, warum hast du vielleicht jetzt doch nicht gekauft? Was hat dich davon gehindert oder woher kommst du? Also da bekommen wir auch extrem viele Insights jetzt schon über unseren Nature Love Webshop und diese Daten muss man richtig aufarbeiten und in diese Skalierung und ins Wachstum mit aufnehmen. Und da muss man auch sagen, dass Customer Service der erste Point of Contact für unsere Kunden auch eine wichtige Rolle spielt. Ja, in vielen Unternehmen ja so ein bisschen als in die Ecke gedrückt, aber hier ist bei uns natürlich auch der Fokus, dass wir allgemein abteilungsübergreifend sehr stark zusammenarbeiten und haben auch dank unserer Größe noch einen sehr regen Austausch und einen sehr positiven Austausch und Zusammenarbeit, was uns allgemein hilft, in den nächsten Jahren auch unser Ziel zu erreichen. Ja. Super, vielen Dank dir dafür. Das hört sich nach einer sehr erfolgreichen Story an und auch vor allem macht Lust auf mehr und ich bin auch gespannt, wo die Reise hingeht. Jetzt sind es natürlich alles sehr, sehr gute Nachrichten. Ne? Man wächst, man entwickelt eine Strategie, über welche Plattformen können wir verkaufen, wie schaffen wir es noch mehr direkt zu verkaufen, um eine bessere Kundenbindung zu erreichen, gehen wir international in den Vertrieb und der Erfolg der letzten Jahre zeigt ja, dass ihr mit euren Produkten sehr, sehr, sehr gut bei den Kunden ankommt und dass eure Produkte sehr gerne gekauft und auch genutzt werden. Das spricht ja schon mal für euch. Die Frage ist jetzt natürlich, und das finden wir besonders spannend, wie sieht es intern im Unternehmen aus? Wie schafft man es, ja, wenn man immer größer wird, die Organisation auch schnell wächst, wahrscheinlich auch, haben wir auch gesehen, schnell Mitarbeiter dazukommen. Ich glaube, als du angefangen hast, Sebastian, waren es 30 Mitarbeiter, jetzt seid ihr über 130 innerhalb 1,5 Jahren. Wie schafft man das, solche Strukturen aufzubauen, so eine Administration aufzubauen, die das stemmt, um zu verhindern, dass, sag mal,
überspitzt gesagt, komplettes Chaos ausbricht. Also wie kriegt man das eigentlich hin? Darum soll es jetzt im nächsten Kapitel gehen. Und dafür gebe ich ab an dich, Lea. Jawohl. Ja, wie schafft man das? Das ist eine gute Frage. Klar, viel Arbeit, konstant dranbleiben und natürlich gute Tools haben. Das ist so ein bisschen natürlich ein Punkt. Wir arbeiten viel dran, da eben Prozesse zu entwickeln. Da muss man eben aufpassen, dass man da auch schnell genug ist und auch wirklich dran bleibt, weil wenn wir so schnell wachsen, ist es sonst schnell wieder überholt. Ne? Man setzt sich hin und arbeitet was aus und in der Zeit haben schon 10 neue Leute angefangen und man fängt wieder von vorne an. Dementsprechend ist eins unserer größten Ziele, da wirklich immer am Ball zu bleiben und auch einfach konstant die Dinge weiterzudenken und weiterzuentwickeln und viel zu automatisieren, damit wir einfach digitale, automatische Lösungen haben, die uns da das Leben leichter machen. Das sind, glaube ich, so die Hauptpunkte, an denen wir da arbeiten. Ja, Okay, genau. und super. Und also ihr seid jetzt circa, ne, ich glaube, der Anfang Ausgangslage war so Juli 2020. Genau. Vielleicht magst du ein bisschen noch was zu der speziellen Situation sagen, die ihr ja im Unternehmen habt. Ihr habt jetzt nicht eine Nazana GmbH mit dem Nazana-Produkt, ja, das war Genau. jetzt sehr singulär, sondern ihr habt gleich mehrere Gesellschaften mit mehreren Marken unter einem Dach. Vielleicht kannst du da nochmal zusammenfassen, was denn so aus eurer Perspektive die Ausgangslage im Sommer 2020, also jetzt vor circa 2 Jahren war. Ja, genau, gerne. Also es ist eben so, wie der Sebastian am Anfang auch schon gesagt hat, es gab eben diese 3 Gesellschaften, die dann unter Nazana zusammengefasst wurden. Die existieren auch nach wie vor wirklich als Tochtergesellschaften. Und das hatte zum Beispiel, wenn wir jetzt speziell über eben zum Beispiel Contract Hero und Verträge sprechen, hatte das zum Beispiel den Nachteil in dem Moment, dass alle Verträge, die es schon gab, in den verschiedenen Gesellschaften verteilt waren. Also natürlich, die Tauron Ventures hat ihre eigenen Dienstleister, die Vita Naturalis hat ihre eigenen Dienstleister, wobei das sich natürlich ein bisschen überschnitten hat, weil die ja zumindest beide zum gleichen Gründer gehörten. Aber Natural Elements wiederum hatte auch die eigenen Dienstleister und Verträge und das war eben in allen Unternehmen verteilt. Und da zum Teil natürlich auch in den verschiedenen Abteilungen. Es gab unterschiedliche Ansprechpartner. Und in dem Moment, wo alles unter einem Dach zusammengeführt wurde und immer mehr Leute eingestellt wurden, haben sich natürlich die Verantwortlichkeiten verschoben. Niemand wusste genau, wo gibt es den Vertrag, haben wir den vielleicht sogar doppelt, weil wir eben zweimal den gleichen Dienstleister dann jetzt plötzlich haben, wo muss vielleicht was gekündigt werden. Wenn das gekündigt werden muss, wie ist denn überhaupt die Kündigungsfrist und wen müssen wir da kontaktieren und so weiter und so fort. Das war natürlich eine große Herausforderung und so gesehen natürlich auch erstmal irgendwie Chaos. Und das war eben der Punkt, wo wir dann gesagt haben, alles klar, wir müssen da uns nach einem Tool umgucken, was uns da hilft. In allererster Linie war das Wichtige, dass einmal die Verträge an einem zentralen Ort zusammengeführt werden. Dass wir wirklich eine Go-To-Plattform haben, wo wir all unsere Verträge und Dokumente ablegen können. Das war schon mal so das erste Ziel. Und dann hatten wir eben verschiedene Anforderungen. Wir brauchten etwas, wo wir Erinnerungen bekommen können, wo wir rechtssicher die Dokumente ablegen können, natürlich datenschutzkonform und alles. Dann brauchten wir die Möglichkeit, dass wir verschiedene Zugriffsrechte haben und dass wir eben auch trotz allem, obwohl es jetzt das Dach Nazana gibt, ist es ja immer noch so, dass wir die 3 Tochtergesellschaften haben und es immer noch einzelne Verträge gibt, die auf die verschiedenen Gesellschaften laufen. Auch das wollten wir in dem Tool abbilden können, dass man eben sagen kann, okay, der Vertrag ist zwar Nazana, gehört aber abgeschlossen mit Tauron Ventures. Das alles wollten wir irgendwie abbilden. Und so haben wir uns dann eben auf die Suche nach einem Tool gemacht. Ich kann das jetzt so sagen, weil ich hatte ja in der Einführung gesagt, dass ich erst angefangen habe, als die Entscheidung schon getroffen war, aber tatsächlich war es Teil meines Bewerbungsprozesses damals. Ich musste als Probearbeit verschiedene Tools recherchieren zur Vertragsablage. Also tatsächlich war ich da Ach, schon das wusste ich gar nicht. involviert, genau, war ich da schon involviert, bevor ich angefangen habe. Ähm, genau. Ja, und so ist dann Und die Entscheidung eben auf Contract Hero gefallen. okay, Ja, und super. Und gerade so zu der, ich sag mal, immer noch Ausgangssituation. Das heißt, ihr habt verschiedene Verträge, ja, mit denen ihr letzten Endes die verschiedenen, sagen wir, Geschäftsbeziehungen, die es eben gibt, managt. Was würdest du sagen, waren denn so die wichtigsten Vertragskategorien, dass man versteht? Ging es da vor allem um Dienstleister, um Zulieferer oder
was meint ihr eigentlich damit, wenn es um Vertragsmanagement geht? Das ist so ein bisschen beides. Also, wir haben natürlich viele Dienstleister, aber ich glaube, wir hatten eben auch viele Themen wie rund ums Office, Miete, Mietverträge. Wir haben Mhm. Pflanzengießservice, 'ne geleaste Kaffeemaschine. Das waren viele solche Office-Themen einfach wirklich, wo es Mhm. aber eben auch wichtig war, dass eben mehrere Leute drauf zugreifen können, damit, wenn mal was ist, man weiß, wo die Infos zu finden sind. Aber natürlich eben auch viele Dienstleister. Und da ist es ja super unterschiedlich, wenn wir jetzt wieder auf das Thema Marketing und E-Commerce gucken. Da haben wir natürlich Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Da haben wir Partner, mit denen wir zusammen gemeinsame Kampagnen machen. Da haben wir in dem Bereich natürlich auch wirklich einiges an Verträgen. Und da ist es dann auch wieder so, Marketing ist bei uns so ein Riesenüberbegriff für verschiedene Abteilungen, beziehungsweise verschiedene Abteilungen arbeiten auch im Marketing. Mhm. Und da ist es eben auch so, dass es da Überschneidungen gibt. Ne? Das ist dann vielleicht, schließt die eine Abteilung den Vertrag ab, der ist aber für 2 Abteilungen relevant. Und auch da ist es dann natürlich wichtig, dass beide darauf zugreifen können und sehen, da haben wir schon was. Ohne dass Mhm. man da Mhm. erst wieder rumfragen muss überall und sagen muss, haben wir da schon was und habt ihr da schon mal was von gehört? Genau. Mhm. Okay. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was jetzt quasi, ich meine, das ist ja perfekt von dem Start bei Nazana für dich, da warst du direkt in dem Ja. Implementierungsprozess mit dabei, so deine ersten Erfahrungen. Was würdest du sagen, wie sieht es jetzt aus? Also wie hat das jetzt wirklich geholfen? Inwiefern sieht die Struktur, wenn es um das Vertragsmanagement und auch, ich sag mal, um das Management der Geschäftsbeziehungen mit Zulieferern, Office-Verträgen etc. Geht? Wie sieht das mittlerweile aus? Auch in Anbetracht der 3 Gesellschaften oder Untergesellschaften, die ihr habt. Also da würde mich auch interessieren, habt ihr dann auch Mitarbeiter, die beispielsweise nur bei Tauron Ventures arbeiten oder arbeiten die immer gesellschaftsübergreifend? Wie sieht die Struktur da aus, damit das skalierbar und irgendwo auch lean oder schlank aufgestellt ist? Tatsächlich sind wir als Mitarbeiter alle bei Natsana angestellt. Also wir arbeiten Mhm. alle für die Natsana GmbH und arbeiten übergreifend für alle Marken und Gesellschaften. Wir unterscheiden da trotzdem an der einen oder anderen Stelle, weil es ja zum Beispiel so ist, dass, wie wir ja, die ganzen Themen hatten wir ja gerade schon, Webshop. Dann gibt es den Nature Love Webshop. Der ist dann natürlich gesellschaftlich bei der Tauron Ventures verortet. Das heißt, das möchten wir auch in Contract Hero irgendwie abbilden können und haben uns da dann eben überlegt und haben uns da zum Teil dann eigene Felder customized, wo wir dann einfach auswählen können, wenn man den Vertrag eingibt. Derjenige, der es macht, muss auch auswählen, für welche Gesellschaft ist das. Ist das wirklich ein Vertrag, Mhm. der für Natsana ist, weil er irgendwie alles betrifft, oder ist der explizit mit Tauron Ventures abgeschlossen, weil zum Beispiel, da hatten wir ja auch schon, wir sind nur mit Nature Love, sind wir im Einzelhandel vertreten. Dementsprechend sind alle Verträge, die da im B2B-Bereich sind, auch tatsächlich explizit zum größten Teil mit Tauron Ventures geschlossen. Und das möchten Mhm. wir natürlich auch wiederum abbilden können, weil das natürlich nicht irrelevant ist. Ja. Mhm. Okay, super. Das heißt eigentlich schon 'ne, sage mal, zentrale Ansicht über alle Verträge. Ähm, Wie sorgt ihr dann dafür, dass ihr sofort wisst, welche Verträge jetzt beispielsweise zu Tauron gehören oder zu Vita Naturalis? Also ihr müsst ja einerseits irgendwie alles konsolidieren können, gleichzeitig aber auch schnell reagieren können, wenn jetzt beispielsweise die Buchhaltung oder das Controlling sagt, hey, ich brauche alle Verträge oder alle Zuliefererverträge für speziell Tauron Ventures. Genau, da ist es dann ja, wie gesagt, da haben wir uns dieses Feld customized, wo man dann immer einmal auswählen kann über einen Dropdown, zu welcher Gesellschaft das gehört. Das wird dann immer auch Mhm. eingepflegt, wenn die Verträge hochgeladen werden. Und dann können wir uns ja in der Gesamtübersicht können wir das ja wunderbar danach filtern und können sagen, okay, wir möchten das Feld mit in die Übersicht haben, können danach filtern, können die Liste exportieren. Wunderbar, dann haben wir es direkt auf einen Blick. Das geht dann total schnell. Also das ist wirklich genau einer von den Punkten. Ich habe das zusammen mit einer Kollegin dann ausgerollt. Wir haben uns da wirklich sehr viele Gedanken gemacht. Erstmal sind wir hingegangen und haben wirklich in allen Abteilungen nachgefragt, okay, gebt uns alle Verträge, die ihr habt. Schickt uns erstmal alles rüber. Dann haben wir über Wochen und Monate diese Verträge wirklich alle hochgeladen und eingepflegt, haben uns jeden Vertrag angeguckt, haben geguckt, okay, was haben wir in dem Vertrag vielleicht für relevante Informationen, die wir jetzt über die voreingestellten Felder noch nicht
abdecken können und haben dann auch wirklich in einigen Bereichen viele Customized Felder noch ergänzt. Also wo wir wirklich gesagt haben, okay, zum Beispiel Gesellschaftsfeld. Oder wir haben noch Felder ergänzt, wo wir auch intern einen Ansprechpartner hinterlegen können, damit wir sagen können, okay, bei uns intern ist der und der dafür zuständig. Und dann haben wir pro Abteilung einen zuständige Person benannt, die jetzt zukünftig für diese Abteilung für die Verträge zuständig ist, die dann immer, wenn Verträge hochgeladen werden müssen, die einpflegen und dann eben auch sicherstellt, dass all diese Informationen hinterlegt sind. Das ist aber natürlich nicht immer die Person, die auch für diesen Vertrag verantwortlich ist, weil sie ihn verhandelt hat. Dementsprechend haben wir zum Beispiel auch dieses Feld ergänzt. Und so haben wir da mittlerweile eine sehr gute Möglichkeit, Auswertungen zu ziehen, die Listen zu exportieren und uns da die wichtigen Informationen super schnell auf einen Blick bereitzustellen. Ja. Super. Und was sind das? Wer sind die Personen, die letzten Endes damit arbeiten? Ist das auch die Geschäftsführung oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, auf jeden Fall auch die Geschäftsführung, weil genau diese Infos, wenn die schnell kurzfristig selber haben möchten, dann ist natürlich Contract Hero einfach der erste Punkt, wo es hingeht. Also ich persönlich arbeite halt also ich habe es wirklich jeden Tag eigentlich offen, weil für mich ist es so ein bisschen auch zu so einem Single Point of Truth geworden, was so Informationen angeht, wie ich gerade schon mal erwähnt habe. Wenn jetzt die Kollegin aus dem Office Management gerade nicht am Platz ist und es steht aber jemand im Büro und braucht irgendwas dringend, weil da ist an der Kaffeemaschine spinnt was, dann kann ich in Contract Hero nachgucken, wer ist da der Vertragspartner und wo haben wir da Kontaktdaten und kann da anrufen. Also das ist halt wirklich super oft, dass ich da auf ganz kurzem Wege die Informationen habe. Alle unsere 3 Geschäftsführer haben eine Assistentin, ich bin ja eine davon, wir haben noch 2 andere, auch die arbeiten relativ viel damit, weil auch die natürlich viel den Kontakt zu den Dienstleistern haben. Und dann ist es eben so, dass es super oft Anfragen an mich herangetragen werden oder eben an die Ansprechpartner in den Abteilungen, die wir benannt haben, um zu sagen, ja, wir haben da eine Partnerschaft, wir würden jetzt da aber gerne vielleicht noch eine neue schließen. Kannst du mal gucken, ob wir in dem Bereich vielleicht schon was haben? Und das sind dann die Kollegen, die dann viel damit arbeiten, weil dadurch, dass wir wachsen, schließen wir immer neue Verträge ab. Wir haben immer neue Dienstleister und das alles ist eben dann da zu finden. Super, wunderbar, klasse. Wenn wir es dann vielleicht nochmal zusammenfassen, ich sag mal, die wesentlichen Kernpunkte oder die Kernvorteile, die ihr jetzt, ich sag mal, heutzutage habt im Vergleich zu noch Ausgangslage 2020, als ihr euch quasi mit dem Thema beschäftigt habt und ich sag mal auch den initialen Schmerz identifiziert habt und gesagt habt, okay, wir haben jetzt hier diese 3 Gesellschaften, wir haben eine ständig wachsende Anzahl an Geschäftsbeziehungen, an Verträgen mit verschiedenen Dienstleistern von, ich sag mal, relativ kleinen oder banalen Themen, von der Kaffeemaschine bis hin zum Zulieferer, Dienstleister, Freelancer-Vertrag etc. Wie schaffen wir es da, den Überblick zu behalten? Und da ist, glaube ich, der erste Schritt, was du ja auch gemeint hast, wo ihr euch damit beschäftigt habt, zusammen mit deiner Kollegin. Ich glaube, das waren dann wahrscheinlich deine ersten Wochen bei Genau. Nazana, die Vertragsablage. Ne? Also erstmal dafür zu sorgen, hast du auch schön gesagt, eine Single Source of Truth zu schaffen. Denn letzten Endes, wenn man jetzt mal sich eine andere Kategorie anschaut, Buchhaltung. Die Buchhaltung kann ja auch nur arbeiten, wenn sie auch wirklich alle Rechnungen bekommt und nicht nur irgendwie 2/3 der Rechnungen. Genauso ist es eben in der generellen Administration, in den Operations. Ich kann nur alle unsere Geschäftsbeziehungen managen, wenn ich auch wirklich Zugriff auf alle Verträge habe. Ja, wenn ich jetzt nur auf 2/3 der Verträge Zugriff habe, dann habe ich quasi einen Blindspot von 1/3 an Verträgen mit Zulieferern, Dienstleistern, Miete etc., wo ich de facto nicht weiß, was passiert. Wann laufen die ab? Welche Terms wurden vereinbart? Welche Pflichten und Rechte gibt es? Ja, wer sind die Ansprechparteien? Das ist, glaube ich, mal der erste große und wesentliche Punkt, den ihr, glaube ich, sehr schön verbessert habt und sehr schön gelöst habt, auch bei so einer relativ komplexen Struktur, die ihr habt mit einer Muttergesellschaft und 3 Tochtergesellschaften. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, und das hattest du auch erwähnt, die Verantwortung im Team. Ja, also Genau. wer kümmert sich worum? Wie sorge ich dafür, dass die richtigen Personen im Unternehmen auch Zugriff auf die für sie wichtigen Informationen bekommen? Ja, damit es eben nicht mehr dann
am Ende immer heißt, okay, Lea, kannst du mir mal bitte den Vertrag mit ABC geben und kannst du mal bitte Genau, nachschauen, wie lange der Vertrag noch läuft, dass es da keine Bottlenecks gibt. Aber wenn du vielleicht mal im Urlaub bist, ja, was macht man dann? Ja, genau, sondern dass es eben dezentral aufgestellt wird und man auch dediziert entscheiden kann, wer auf welche Verträge Zugriff bekommt. Ja, und genau. das ist dann auch direkt der dritte Punkt. Man muss weg von den analogen Systemen. Analoge Systeme sind nur begrenzt skalierbar. Ihr habt, glaube ich, gezeigt, wie schnell man gerade im E-Commerce skalieren kann, über verschiedene Märkte, über verschiedene Marken, über verschiedene Distributionskanäle von Amazon, eigener Shopify-Webshop, Rewe und Co. Ja, das ist hochgradig komplex. Da braucht man auch Systeme und ein Management im Backoffice, die das stemmen können. Super. Vielleicht noch, das würde, glaube ich, auch die Teilnehmer interessieren. Wir haben jetzt ein bisschen dazu gesprochen oder viel dazu gesprochen, was der bisherige Werdegang von Marzahner war. Die letzten Jahre waren, glaube ich, für euch im absolut positivsten Sinne turbulent. Ja, Ja, eine steile Wachstumskurve hingelegt. Ja, die Mitarbeiteranzahl vervielfacht und auch Millionen von Produkten verkauft. Was würdet ihr so sagen, was ist die Vision für die Zukunft? Wo geht die Reise mal hin? Also ich weiß nicht, wer von euch antworten will, vielleicht auch beide. Da gebe ich wieder ab an euch. Ich kann vielleicht mal aus Vertriebssicht oder Performance-Sicht mal antworten. Also die Zukunft soll schon sein, dass wir überall auf der Welt vertreten sind, in dem Sinne, beziehungsweise der Kunde überall auf der Welt unsere Produkte sieht und kaufen kann. Dass wir eigentlich täglicher Begleiter werden, dass wir ein Lifestyle werden, nicht nur ein kurzzeitiger Trend, der vielleicht durch Krankheiten, Corona, sonst was gepusht wurde, sondern es soll einfach, wir wollen langfristig ein Teil unserer Kunden werden und ein täglicher Begleiter. Ich glaube, das lässt sich eigentlich ganz gut so zusammenfassen und natürlich wo möglich, wo unser Kunde auch ist, ihm die Möglichkeit geben, uns zu kaufen. ja, Super. und ich glaube, so als Ergänzung kann man noch sagen, wir haben so ein bisschen wirklich die Vision immer gehabt, den Markt der Nahrungsergänzungsmittel in Deutschland auch einfach nochmal über den Haufen zu werfen, wenn wir jetzt mal nur von Deutschland ausgehen, weil Sebastian hatte es ja ganz am Anfang auch schon gesagt, das gab es bevor 2016 so in dem Ausmaß nicht. Ich meine, doch, klar gab es Nahrungsergänzungsmittel, aber nicht die Art, wie wir sie machen, nicht natürliche Nahrungsergänzungsmittel. Dafür gab es Mhm. einfach so noch keinen Markt. Und da wollen wir eigentlich auch so ein bisschen zeigen, es geht auch anders und haben da wirklich die Vision, den Markt ein Stück weit mit zu revolutionieren. Das ist so ein bisschen die Natsana-Vision immer gewesen. Super. Ja, ich glaube, ihr seid auf dem richtigen Weg. Also ich glaube, die Zahlen lügen nicht und das extreme Wachstum, die starken Verkaufszahlen und auch, dass ihr mit, ich glaube, mehr als 25 von 50 Fällen auf Platz 1 landet im Amazon Marketplace, was ja wirklich, glaube ich, auch ein harter Vergleich ist immer. Und es gibt ja auch starke Konkurrenz und viel Konkurrenz, dass ihr dort so, ich sag mal, abräumt, ist ja schon ein starkes Signal, dass ihr das irgendwo drauf habt. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir unseren Teil dazu tun können. Ja, jetzt nicht in der Produktentwicklung und auch nicht im Marketing, sondern im Backoffice dafür zu sorgen, dass ihr stabil aufgestellt seid und auch, ich sag mal, für die vielleicht nächsten 10 Gesellschaften, die da noch dazu kommen mögen, weiterhin dafür sorgen können, dass ihr einen guten Überblick und eine gute Kontrolle über alle eure Geschäftsbeziehungen und Verträge behalten könnt. Ja. Super. Das war jetzt mal der Hauptteil von unserem Live-Webinar. So schnell kann das auch gehen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit geblockt für Fragen der Teilnehmer. Da kann man einfach rechts in der Chatbox die Frage direkt stellen. Da würde ich einen kurzen Moment geben, um Fragen entgegenzunehmen. Eine Frage kommt zu Contract Hero. Kann man Contract Hero mal ausprobieren?
Ja, Contractio kann man direkt über die Webseite, also www.contractio.de, kostenlos 2 Wochen lang testen. Also das ist quasi eine Free Trial, kostenlose Demo-Version und da kann man sich einmal ausprobieren. Man kann auch zusätzlich noch eine Demo buchen, wenn man möchte, wenn man noch konkrete Fragen jetzt bezüglich Contractio oder Implementierung etc. An uns stellen möchte. Genau. So. Genau, hier kommt noch mal eine Frage. Für wen, für welche Art für Unternehmen ist Contractio geeignet? Ja, ich glaube, da ist wichtig, ich glaube, Nazana ist ein Paradebeispiel an Unternehmen, wo Contractio Sinn macht. Also letzten Endes, Kunden, die wir haben, sind Unternehmen, die wahrscheinlich alles bis 200, 250 Mitarbeiter, so ist, glaube ich, der Mittelwert, die schon eine gewisse Strukturen aufgebaut haben und auch gemerkt haben, dass sie mit der typischen Ordnerablage, also fangen die meisten Unternehmen ja an, man speichert die Verträge in Google Drive, in der Dropbox oder einfach physisch in Leitsordnern, dass sie da so an eine natürliche Grenze kommen und nicht mehr alle Informationen im Kopf haben. Und das ist dann so der Moment, wo man sich zum ersten Mal Gedanken darüber macht, wie man das denn besser lösen könnte. Eigentlich genau der Punkt, wo ihr mit Nazana wahrscheinlich dann im Sommer 2020 standet, als du angefangen hast, Lea, Ja. und euch überlegt habt, okay, händisch das zu managen, das wird so nichts mehr. Wie können wir das möglichst schnell und einfach lösen? Und das ist halt genauso der Punkt, wo Contract Hero ins Spiel kommt. Und dadurch, dass es für alle Arten von Verträgen geeignet ist, gibt es auch keine spezifische Ausrichtung jetzt beispielsweise nur auf E-Commerce oder nur auf Beratungsunternehmen, Agenturen, sondern alle Arten von Verträgen können damit gemanagt werden. Genau. Super. Gibt es jetzt noch Fragen? Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, wird es auch noch im Nachgang immer die Möglichkeit geben, Fragen an uns zu richten. Ich glaube, Sebastian und Lea, ihr werdet euch auch, seid ja auch erreichbar und kontaktierbar. Und auch gerne könnt ihr uns oder könnt ihr auch direkt mich kontaktieren mit weiteren Fragen, gerade bezüglich Contract Hero oder wenn es an Nazana geht, kann ich die Fragen auch weiterleiten. Feedback auch. Hier stehen meine Kontaktdaten, einmal per E-Mail und per Telefon. Oder Sie können auch gerne bei uns auf die Webseite gehen, www.contracthero.de und den Kontakt mit uns suchen. Jetzt kam gerade noch eine Frage rein. Kann man systemseitig selbst Zusatzfelder einfügen? Ja, das ist möglich. Ich glaube auch, Lea, das ist genau das, was ihr getan habt. Genau. Ne? Also vielleicht kannst du das noch mal kurz beschreiben, wie ihr das gemacht habt. Genau, das war das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, wir haben uns selber Felder customized. Also man kann, es sind ja bestimmte Sektionen quasi vorgegeben mit Feldern, die auch zum Teil automatisch ausgelesen werden, wenn man den Vertrag hochlädt, was natürlich auch eine Riesenarbeitserleichterung ist. Und dann kann man eben, es gibt vorgefertigte Felder, wo man Dinge dann noch ergänzen kann. Und dann gibt es immer die Möglichkeit, ganze Bereiche und einzelne Felder noch selbst hinzuzufügen und zu definieren. Da gibt es auch Möglichkeiten, vorher zu definieren, was für eine Art von Feld das sein soll. Zahlenfeld, Textfeld, langes Textfeld, Dropdown und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Das heißt, man kann sich das wirklich sehr individuell noch ergänzen und erweitern. Das haben wir eben auch sehr ausführlich genutzt, ja. Genau. Und ich glaube, das Wichtige ist hier auch zu erwähnen, dass man zu keiner Zeit irgendwie technischen oder Entwickleraufwand benötigt. Also Genau. weder von Contract Hero noch von Kundenseite, sondern dass das wirklich jetzt, ich glaube, wir drei in der Runde sind alles keine IT-Fachleute und können da trotzdem mit ein paar wenigen Klicks und Drag and Drops unsere eigenen Ansichten und unsere eigenen individualisierten Felder erstellen und auch anpassen. Ja, genau. Genau. Super. Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich schon mal bei euch beiden, Lea und Sebastian. Hat Spaß gemacht mit euch.
sehr gespannt. Also erstmal toll, Hut ab vor der starken Leistung von Natsana. Ich werde das natürlich weiter von der Seitenlinie mitverfolgen und bin sehr gespannt, was da auch in Zukunft noch kommen mag. Wir hatten ein paar Andeutungen in Richtung vielleicht noch eine weitere Brand, vielleicht noch internationale Märkte, vielleicht noch weitere Plattformen. Da sind wir, glaube ich, alle sehr gespannt und genau, vielen Dank für eure Zeit, für eure Teilnahme. Auch danke an alle Teilnehmer und die Fragen. Und ja, wie gesagt, bei weiteren Fragen, die jetzt nicht einfallen, gerne direkt an uns wenden bei contacthero.de. Und im Nachgang werden wir auch für all diejenigen, die jetzt gerade um 11 Uhr mittwochs nicht die Zeit gefunden haben, live dabei zu sein, die Aufzeichnung, den Link zur Aufzeichnung zusenden. Vielen Dank. Noch weiterhin eine schöne und erfolgreiche Woche in die Runde und bis ganz bald. Ciao, Lea. Danke, Ciao, bis Sebastian. dann. Macht's gut. Danke, Tschüss. ciao, ciao. Ciao.